Es ist wieder Freitag und zwar sogar der Freitag vor Weihnachten und da bringe ich euch ein ganz besonderes Lichtschwert mit. Also lehnt euch zurück, muckelt euch ein, holt euch eine Tasse Tee. Jetzt geht es weiter mit dem Pro-Ilium von KR Sabers. Ich habe hier auch noch die Verpackung rumliegen, so kommt das Ganze an, mit ein bisschen Schaumstoff innen drin. Gehen wir direkt mal auf die Beilagen, die dabei waren. Ihr kriegt natürlich noch hier ein USB-Set, ein Inbus-Schlüssel-Set mit und hammerhart diesen Aufkleber, den darf man echt nicht verpassen. So, das Ganze kam als Kit an, als Eco-Chassis-Variante und bevor ich darauf eingehe, gucken wir uns den Griff erstmal selber an. Ich habe den hier im gemuteten Zustand aktiviert und es ist ja eine Chromschönheit, also Fingerabdrücke, ihr werdet hier herzlich willkommen sein. Da glaube ich waren noch welche, das muss ich noch wegpolieren. Ja, ihr seht es schon, der Griff leuchtet euch wieder an, ohne dass, ja, er ist aktiviert, aber er leuchtet euch auch so an. Denn wir haben hier schöne Akzent-LEDs und zwar haben wir hier einen dünnen 3,5 mm breiten LED-Streifen mit 10 LEDs, der durch dieses Gitter hier euch anleuchtet und hier allen voran, das blendet euch richtig, das sind 5 LEDs, die hier in der Kontrollbox platziert sind und ja, die sind einfach verdammt hell. Aber es sieht richtig, richtig cool aus. Wir können hier mal durch die Profile kurz gehen. Achso, ist ja aktiviert. Machen wir den erstmal aus. Da könnt ihr euch natürlich wieder austoben, was die Effekte angeht. Hier den Kit-Scanner oder weiß der Kuckuck was, den Zylon oder ja. Wir haben hier oben angefangen. Es kommt eine 1 Zoll Klinge hier herein. Ganz wunderbar. Dieser Drehverschluss hier mit der Rändelschraube, so, der Plug kommt hier sofort raus, die Klinge kann ich hier sofort arretieren, das macht richtig Spaß. Was auch noch sehr schön ist, wir haben hier eine Tiefe von 54 mm, glaube ich, waren es. Das heißt, also ihr seht ja auch schon, wie groß der Plug hier ist. Dieser Griff, und so haben wir es auch gemacht, ist ideal, um daraus einen Neopixel-Griff zu machen und ein kampftaugliches Schwert, was In-Hilt-LEDs angeht. Also hier mit diesem Adapter, den haben wir uns noch dazu bestellt. Der kommt rein, wird praktisch arretiert, wenn ich auch die Klinge da reinsetze. Der wird jetzt erstmal hier runterfallen und lose da drin liegen. Deswegen erst die Klinge noch reinsetzen und dann festschrauben, also die Klinge ohne Neopixel-Stripe. Und dann kann ich damit ordentlich zuschlagen, würde ich mal sagen. Ja, das ist eine feine Sache. Also der Griff hat eine sehr große Eintauchtiefe für die Klinge und lässt eben dieses zu. Gehen wir weiter nach unten. Wir haben hier 2 Buttons, den Power-Button und den AUX-Button. Dann wie gesagt diese LED-Leiste hier drin. Hier haben wir dieses Gitterrost, hinter dem sich diese zweiten LEDs, die Akzent-LEDs verstecken. Und dann haben wir diese Rändelschraube, die hält das Chassis fest. Da gucken wir jetzt mal drauf. Und dann sehen wir auch schon auf das von Goth 3D designte Chassis. Und ich muss euch sagen, ich schimpfe ja immer mal wieder gern auf deren Eco-Chassis, deren Master-Chassis unübertroffen. Aber deren Eco-Chassis waren oft... die Jungs sind so genial und geben sich da so wenig Mühe. Und hier muss ich sagen, es hat richtig Spaß gemacht, den Griff zu installieren. Wir sehen hier keine Kabel. Trotzdem war es sehr einfach, die Kabel überall hin zu verlegen. Die Anleitung, die dazu auf der Seite von KR war auch sehr, sehr hilfreich. Das hat einfach Spaß gemacht. Es hat alles von Anhieb an gepasst. Ich musste nichts abfallen oder sonst irgendwie was. Das war einfach nur cool. Wir haben hier ein 3.9er Profiboard, einen Killswitch, den gewohnten 18650er Akku, einen 28 mm Speaker für richtig satten Ton und ja, den Rest habt ihr gesehen. Wir haben 2 Buttons hier oben und unsere Akzent-LEDs und so weiter, unser Neopixel PCB hier oben. Das ist eine richtig feine, runde Sache. Gut, der ist noch relativ leise und jetzt wollen wir mal hören, wie sich das Ganze anhört, wenn der Griff drauf ist und wir die Lautstärke ein bisschen hochboosten. So, die Lautstärke ist eingestellt, die Testklinge ist auch schon drin. Der Griff ist auch recht lang, deswegen muss ich ein bisschen weiter die Arme weghalten. Eigentlich schon fast ein richtiger Zweihänder hier, der sich wirklich gut halten lässt, ohne dass er zu lang wirkt und so eine 92 cm Klinge fordert. Also das ist schon ein cooles Maß und ja, die Grifflänge stimmt auch, die muss halt auch passen. So,
Auf geht's! Ist jetzt Anakin hier. Ja, eben, das ist der Böse, deswegen habe ich ihm hier auch schon einen roten LED-Streifen gegeben. Machen wir das Ganze noch ein bisschen mit Musik. Da. Ich würde sagen, das ist eine 8, eine solide 8. Das liegt daran, dass wir hier unten einfach ein bisschen dünnwandiger werden. Und das Chassis sitzt nicht hundertprozentig dicht hier an dem Griff. Das hat halt den Vorteil für uns, dass wir es leicht abdrehen können und schwuppdiwupps ist es ab. Aber wir sehen, wir haben hier einfach ein bisschen Spiel. Und dann kann der Ton halt auch mit nach oben entweichen. So, das sind so halt die Gründe dafür. Sonst wäre da sicherlich ein bisschen mehr möglich gewesen. Aber schlichtes Design oder schmales Design und eben Komfort beim Herausnehmen oder Abnehmen des Griffes, das hat halt Kosten beim Ton, bei der Tonqualität. Aber das mit dem Ton ist einfach Klagen auf hohem Niveau. Wir haben hier eine sehr, sehr komplette Lösung, aber da gehe ich gleich noch drauf ein. Was ich noch zeigen wollte, sind 2 Presets, die ich nochmal programmiert habe. Und zwar einmal den Bleeding-Effekt und einmal nochmal den Wechsel zwischen 2 Fonts innerhalb eines Styles. Das ist einmal Anakin und Ahsoka. Wir haben hier Ahsoka. Und wenn wir jetzt den Power-Knopf drücken und die Bewegung nach rechts drehen praktisch, dann wechselt er ins Rote. Und das Ganze auch wieder zurück. Ja, schon ziemlich geil. Muss man ein bisschen üben. Ich habe es eben nicht hingekriegt, deswegen hier ein kleiner Cut. Und der merkt sich auch, dass er hier bei der roten Farbe war. So, gehen wir auf den eigentlichen Bleeding-Effekt. Das ist Yoda und der Imperator. Jetzt dürfte er erstmal grün werden. Genau. So, und hier ist es jetzt nicht die Special Ability, sondern einfach der Force-Button. Und Force wird ausgelöst, indem ich Power 2 Sekunden halte. Geht deutlich einfacher. So, wir sehen auch hier, haben wir noch Rot und Grün. Und es dauert nicht mehr lang und dann ist Grün komplett verschwunden. Und der gleiche Effekt passiert auch bei der Klinge, nur dass wir hier halt dieses kurze Stück haben. Hätte ich jetzt eine richtige Klinge, dann wäre der Effekt weiter hinten halt natürlich zur Spitze hin sichtbar. Und das Ganze geht natürlich auch wieder zurück. Das geht aber deutlich schneller. Genau, das ist, macht sehr viel Spaß. Und vor allem hier mit diesem Griff, ich habe ihn gar nicht ganz im Bild, aber der Emitter hier, der reicht ja schon. Das sieht schon ziemlich cool aus. Also vom Design her haben sie sich da wirklich was Schönes einfallen lassen. Und ich bin jetzt nicht der absolute Fan von verkrummten Griffen, aber der sieht schon ziemlich cool aus und bringt halt sehr vieles mit. Ja, was bringt er denn alles mit? Also einmal eine 1 Zoll Klinge. Ich liebe 1 Zoll Klingen. Dazu noch die Rändelschraube oben, damit die Klinge schnell befestigt und gelockert werden kann. 2 Buttons, ist ein Traum. Ein 28 mm Speaker, ein Akku, der groß genug ist, ein Profi 3.9. Herz, was willst du mehr? Der kleine Bonus für mich als Installer ist natürlich, dass das Chassis sehr leicht zu installieren war. Also es war nicht nur leicht, es hat wirklich Spaß gemacht. Also es gibt Chassis, die kapierst du, die sind einfach zu installieren, aber die müssen nicht unbedingt Spaß machen. Und hier hat es wirklich Spaß gemacht. Und das, danke an der Stelle, dass ich hier den Griff installieren durfte. Es hat wirklich Spaß gemacht. Für mich ist halt noch das Highlight des Griffes eben diese kleine Anzeige da oben mit den 5 LEDs. Das gibt dem Ganzen nochmal irgendwie was Spezielles. Ich weiß auch nicht. Sieht man einfach selten.
das war es im Grunde von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat der Tee geschmeckt und die Decke hat euch gewärmt. Für mich geht es jetzt weiter. Ich muss jetzt noch 2 weitere Griffe verfilmen. Und zwar einmal Starkiller von Warsabers V4. Und dann haben wir noch einen Custom-Griff, also einen Griff völlig aus der Reihe. Den hat der liebe Christian wieder herangeschafft. Fragt mich nicht wo. Mit Golden Harvest V4. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und da könnt ihr euch auf das Video freuen mit den neuen Features, die das Board halt mit sich bringt. Und da wollen wir halt mal reinsehen, wie wir ein Board programmieren können, während es läuft und darauf Zugriff nehmen können. Aber erstmal wünsche ich euch frohe Festtage, frohe Weihnachten. Bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin.